Moin, ich heiße Axel Datschun und ich bin einer der Gründer von Lupo Café. Wir haben uns vor 15 Jahren gegründet, meine Frau Kera und ich. Und wir sind darauf spezialisiert, dass wir unsere Kaffees selbst importieren, die dann hier in Kiel rösten und in so verschiedenen Cafés halt die Kaffees zubereiten. Genau. Wie viel Kaffee macht ihr im Jahr? Geröstet so um die über 40 Tonnen. Also das ist echt schon eine Menge, ne? Auf jeden Fall. Das seid ihr jedenfalls weit weg von der Mikrorösterei. Das ist schon richtig ein großer Betrieb. Wie viele Leute habt ihr? Ja, wir haben momentan 26 MitarbeiterInnen, genau. Und größtenteils auch, die meisten sind fest angestellt und arbeiten schon viele Jahre bei uns. Dann sitzt du jetzt auf einer neuen Maschine. Erzähl mal, wie kommst du eigentlich zu dieser Kiste? Genau, also so unsere Philosophie ist ja auch immer, dass wir uns auch stetig verbessern wollen. Also wir wollen eigentlich gar nicht viel mehr rösten, sondern einfach die Prozesse viel effizienter und viel nachhaltiger gestalten. Und da habe ich halt sehr viel recherchiert und da bin ich halt auf die Firma IRM aus Griechenland gekommen, weil ich herausbekommen habe, dass sie halt elektrische betriebene Röstmaschinen herstellen. Und die passen halt perfekt zu uns, weil die super energieeffizient sind. Also verbrauchen im Vergleich zu unserem alten Röster fast 70% weniger Energie. Und die stehen halt auch für Langlebigkeit. Das heißt, sie sind komplett aus Edelstahl und die Energieeffizienz, also die ganze Wärme, die wird komplett auf die Bohnen übertragen und nicht jetzt über Material abgegeben. Was sind für dich die 3 wichtigsten Gründe, wenn du sagst ganz kurz, warum jetzt diese Maschine hier ist und in welcher Größenordnung? Genau, das ist jetzt hier eine 30 Kilo vollelektrische Röstmaschine, damit wir natürlich erstmal schneller produzieren können von der Menge. Und auch, zum Beispiel die Maschine braucht auch nicht so lange zum Aufheizen. Innerhalb von 10 Minuten ist sie einsatzbereit. Im Vergleich zu einer Gießen, da muss man schon mindestens eine halbe Stunde bis 3/4 Stunde warten, bis sie richtig heiß geworden ist. Genau. Ja, und ihr habt auch einen elektrischen Nachbrenner, ne? Genau, und das ist auch ganz sehr wichtig. Also natürlich auch für die Leute, die hier an der Maschine arbeiten, das ist alles körperlich viel einfacher und gesünder sozusagen, weil die müssen auch nicht mehr die schweren Kaffeeeimer in die Maschine reinwuppen. Das wird durch Luft angesaugt. Und der elektrische Nachbrenner, der verbrennt sozusagen die Abluft und es kommt auch möglichst emissionsfreie Luft aus dem Schornstein heraus. Ja, das hat ja auch mit einem besonderen Standort zu tun. Ne? Genau. Bis hierhin habt ihr einen Spot, das ist ja wirklich eine Ausstrahlung, hat das hier, wo ihr seid. Das passt ja auch zu euch irgendwo. Ne? Ja. Ich sehe bei dir auch immer dieses Lachen und dieses von innen raus. Ne? Das ist doch auch echt cool. Erzähl mal. Genau, also wir sind hier direkt am Hafen. Das sind gerade mal so knapp 60 Meter direkt an der Förde. Und das Glück ist ja auch, wir sind hier in so einem alten Speicher. Der Speicher ist fast über 120 Jahre alt und wir dürfen jetzt halt keinen Schornstein an der Fassade hochlaufen lassen, weil es denkmalgeschützt ist. Und deswegen haben wir nur durch der Seitenwand eine Bohrung gemacht und die Rohre durchlaufen lassen. Und durch diesen elektrischen Nachbrenner wird die Luft halt gereinigt durch eine Pyrolyse. Da findet eine Temperatur von 850 Grad statt. Und so werden Emissionen, also so Art Stickstoffoxide und so weiter, eliminiert. Und dann kommt nur noch größtenteils warme Luft heraus. Ja, und heiße Bohnen. Genau. Super geröstet, ne? Ja, genau. Ja, wir haben ja eben noch fand ich auch interessant, ne? Gestern warst du bis 35 Kilo hoch, ne? Espresso. Ja. Erster Tag angeschlossen und das läuft schon, muss man auch sagen. Das ist schon mal super Service. Das ist ja auch so für mich ein Faktor, ne? Genau. Also das ist ja das Gute an dem Team von IRM. Also als ich im Februar dort war und wurde von denen eingeladen, da hatten diese Maschine, war auch sozusagen das erste Modell, hatten die halt auch noch schwächere Heizungen eingebaut. Und jetzt haben die nach Wunsch sozusagen auch stärkere Heizelemente eingebaut, damit man auch größere Chargen von 35 Kilo auch gut rösten kann. Und was auch sehr besonders ist bei der Röstmaschine ist, man sagt ja normalerweise, dass halt bei Röstmaschinen so ist, dass man, wenn wir sagen, das ist als eine 25 Kilo Röstmaschine, dass man halt nur maximal 80% von der Röstmaschine bechargen kann. Das sind dann umgerechnet 20 Kilo. Und bei der Röstmaschine hier von IRM ist das so, dass sie so starke Heizelemente hat, dass man sogar die Maschine überchargen kann. Also in dem Falle ist das ja hier eine 30 Kilo Röstmaschine und man kann die halt
maximal mit 35 Kilo bechargen und man kann trotzdem sehr gut Kaffee rösten und dann auch natürlich gute Ergebnisse erzielen. Ja. Und heute Morgen gab es noch ein Sidamo, ne? Was Genau. ein ganz, ganz spezielles Ja. Filterröstung Ja. und natürlich dann mal die andere Richtung, ne? An der Größe. Genau. Genau, also 10 Kilo geröstet. Das war auch jetzt das erste Mal und lief auch soweit perfekt. Genau, haben den auch gleich direkt aufgegossen als zum Cupping und schmeckte schon sehr, sehr gut. Ja, spannend war, dass die Bohnen anders aussahen, ne? Genau. Wie beim anderen Röster, ne? Ja, also die Bohnen sind deutlich größer im Vergleich zum Gießen. Das heißt, dass die Bohnen halt noch deutlich besser entwickelt wurden, besonders der innere Kern. Genau, und vom Farbton und Röstgrad ist er halt identisch gewesen. Ja, das fand ich eben auch und das macht auch geschmacklich nochmal was aus. Ich habe nun hier 15, eine Nummer unter dieser Maschine und war auch erst überrascht, wie groß die Bohnen wurden. Also wie gut dass diese Entwicklung eben passt, ne? Dass die Energie ganz, ganz spannend übertragen wird und dass der Geschmack auch echt, dass das, worum es mir eigentlich geht auch, ne? Geschmack, aber einfach. Ja, Geschmack auf jeden Fall, aber auch so, dass die Wärme auch direkt auf die Bohnen geht und nicht jetzt, von ganz viel Material aufgenommen wird und dann über Material an die Bohnen weitergetragen wird. Ja. Sondern einfach der sehr effiziente Weg. Ja. Und zwischen den Batches haben wir auch gesehen, sehr kurze Zeit nur nötig, ne? Wenn überhaupt. Also fast nichts, ne? Ja. Man kann echt wirklich viele Chargen hintereinander in einer Stunde rösten. Super, ja, da bin ich gespannt auf die weiteren Erfahrungen. Toll war auch dass der Gründer selber, Sohn und Techniker zu dritt hier hochgeflogen sind aus Griechenland dafür. Ne? Das ist auch mal ein Service, dieser direkte Draht, ne? Zur Familie quasi schon. Ne? Genau, sind halt zu dritt hierher gekommen und sind seit Freitag hier gewesen und haben schon angefangen, alles vorzubereiten und die Maschine richtig gut zu installieren. Und heute ist Sonntag und jetzt fahren die nach Mittag fliegen die wieder zurück. Ja, und für mich ist halt auch das Persönliche, ne? Ihr seid ja auch Family Business. Genau. Ne, wir sind hier auch, meine Frau arbeitet mit und noch ein Mitarbeiter, auch im kleinen Rahmen, hier auch. Und halt, wenn der Röster ist, ja professionelle Arbeit, aber eben direkter Zugriff. Ne? Genau. Das ist für mich auch ein fantastisches Erlebnis. Und nicht über irgendwelche Dinge und irgendwann kurzfristig Wochenende unglaublich agieren. Cool. Ja, reicht schon. Jetzt gucken wir gleich noch den Herz von Lopo an. Das Herz, sagtest du, ne? Ja, sozusagen, ja genau. Das fahren wir jetzt hin. Was ist das für dich? Für mich, das sind ja 2 große Lastenfahrräder. Das ist so the spirit of Lopo, sozusagen. Habt ihr so angefangen? So der Ursprung, genau, mit Fahrrädern. Also dann schon mini geröstet und dann über das vermarktet? Oder? Genau, und dann auf dem Wochenmarkt die Kaffees verkauft, genau. Ach, cool. Ich bin echt gespannt auf die Dinger. Ja. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich die Fahrräder sehe. Ja, und ich kann nur sagen, Axel, auch toll, dass wir uns persönlich jetzt kennengelernt haben. Wir haben online ja schon mal geschrieben über diese Geschichte, aber das matcht auch, wie man heute sagt. Ne? Echt eine Freude. Dankeschön.